Wie sieht ein praktisches Beispiel aus, wie ich ein fachliches Glossar in ein Datenmodell weiterentwickle und dabei dann ein UML-Tool verwende? Das kommt jetzt. Das hier ist unser fachliches Glossar, das wir in einem der letzten Videos erarbeitet haben. Zumindest mal eine erste Version davon. Das ist sicher nicht vollständig. Sie sehen, einige wichtige Geschäftsobjekte haben noch keine Attribute, aber das soll fürs erste Mal genug sein. In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie das modellieren, wenn Sie Modelio benutzen. Ich habe Ihnen ja so ein paar Hinweise gegeben auf der Webseite, was Tools sind, die ich schon mal ausprobiert habe. Es gibt noch eine Vielzahl weiterer Tools. Nutzen Sie das, was Ihnen behagt, was Ihnen liegt. Ich würde Ihnen allerdings raten, überhaupt eine Art von UML-Tool zu benutzen und nicht nur frei zu zeichnen, weil erfahrungsgemäß helfen einem die Tools am Anfang doch ein bisschen weiter, weil sie zum Beispiel untersagen, dass man die Notation in einer Weise benutzt, wie sie nicht vorgesehen ist. Modelio ist sehr mächtig und ausdrucksstark, hat aber so ein paar Usability-Schwächen. Ich versuche sie mal so ein bisschen da durch zu navigieren, soweit mir das gelingt. Womit fängt man an? Ich lege erstmal hier unter File ein neues Projekt an. Das muss ich jetzt aufklappen, dann den UML-Typ aufklappen, dann diesen Folder hier selektieren und dann kann ich hier ein neues Diagramm anlegen. Das wäre hier ein Klassendiagramm, was wir brauchen. Und dann sieht man hier die Zeichenfläche und man kann anfangen. Sie selektieren hier im Menü das Element, was Sie haben wollen, also eine Klasse, klicken dann hier auf die Zeichenfläche mit F2. Ja, Sie müssen es erst selektieren, dann können Sie es mit F2 umbenennen. Machen wir das mal. Nehmen wir mal den Studenten und wir legen außerdem mal das Study Program an. So, und jetzt wissen wir bei dem Studenten, dass der zum Beispiel ein Attribut Name hat. Das können wir machen, indem wir wieder die Klasse selektieren und A klicken und dann nochmal drauf. Dann sehen Sie das Attribut. Das kann ich zum Beispiel doppelklicken und dann kann ich den Namen hier editieren. Jetzt wollen Sie noch eine Beziehung zwischen beiden einziehen. Das können Sie auf verschiedenen Wegen machen. Sie können hier diesen Beziehungstypen, das wäre eine Association, selektieren auf dem Menü und dann das hier rüberziehen. Und ich mache das mal wieder weg. Oder Sie können auch hingehen, können Sie hier auf diesen grünen Pfeil gehen, der dann erscheint, wenn Sie über der Klasse hovern und ziehen dann die Association rüber. So, jetzt haben Sie mal die ersten beiden Klassen angelegt und eine Beziehung zwischen beiden. Es gibt verschiedene Dinge, die mir hier nicht gefallen. Ich hätte zum ersten bei der Klasse gerne nur die Attribute gesehen, also nur das Compartment für die Attribute. Ich sehe hier aber noch so ein zweites für innere Elemente. Und wenn eine Klasse gar keine Attribute hat, wie beim Study Program, dann würde ich gerne auch nur den Kasten sehen und gar kein Compartment. Das können wir gleich mal ändern. Dann sehen Sie bei dem Attribut Name so ein komisches Plus davor. Das ist die sogenannte Sichtbarkeit. Das ist so ein Feature von UML, was wir im Moment nicht brauchen. Das würde ich gerne abschalten. Und dann sehe ich, wenn ich die Assoziation anschaue, zwei Sachen, die ich im Moment auch nicht brauche. Ich sehe zum einen dieses Plus Study Program, das ist der Rollenname, den brauche ich im Augenblick nicht. Und ich sehe insbesondere, dass es eine gerichtete Beziehung ist, das sehe ich an der Pfeilspitze, die möchte ich im Moment auch nicht haben. Das können wir konfigurieren, aber man muss auch wissen, wo. Und Sie haben zwei Möglichkeiten, das zu konfigurieren. Sie können im Prinzip zum Beispiel, wenn Sie diese Visibility weghaben wollen, also das Plus vor dem Attribut, dann selektieren Sie die Klasse und Sie können dann hier an der rechten Seite des Attributs auf Symbol gehen. Da sehen Sie dann
die ganzen Attribute oder die konfigurierbaren Eigenschaften von Klasse. Und da können Sie zum Beispiel sagen, bei Attributes Show Visibility aus. So, dann ist das nicht mehr da. Wenn Sie das aber machen, dann müssen Sie das quasi für jede Klasse wieder neu setzen. Sinnvoller ist das, wenn Sie das ein für alle Mal umschalten. Und das machen Sie, indem Sie hier auf Configuration gehen, dann Diagram Themes, Default. Und dann muss man wissen, wo man sucht. Klasse ist diesmal einfach, das findet man. Gehen wir mal auf Attributes, Show Visibility machen wir aus. So, das ist okay, das kann bleiben. Und dann wollten wir diese inneren Elemente ausschalten. Das müssen wir machen, indem man den Display Mode auf Hidden setzt. So, machen wir das schon mal. Und dann sehen wir schon mal, das hat den gewünschten Effekt. Also Study Program ist jetzt quasi klein und hat kein Compartment mehr. Student hat nach wie vor das Attribut Compartment, und zwar nur das Attribut Compartment. Die anderen Sachen, das bei der Assoziation, können wir auch konfigurieren. An der gleichen Stelle. Jetzt müssen wir unter Association schauen. Jetzt machen wir Show Roles aus und den Pfeil kriegen wir weg, indem wir Show Navigability ausstellen. So, Save und Close. So, jetzt zeigt er die Rolle aus irgendwelchen Gründen immer noch an. Wenn ich das einmal zumache und wieder aufmache, dann ist die Rolle weg. Naja, das ist so eine kleine Eigenheit von Modelio. Solche kleinen Usability-Fehler oder auch sonstige kleinen Bugs gibt es am laufenden Band. Ich benutze das Programm seit bestimmt 4-5 Jahren und bin durch diverse Versionen durch. Wir sind jetzt bei Version 4.1 und so richtig ganz weg ist es immer noch. Also ist es immer noch nicht. Sie werden dann damit leben müssen. Aber die anderen UML-Editoren, die ich kenne und die frei verfügbar sind, die haben auch so ihre Nachteile. Also die eierlegende Wollmilchsau gibt es da nach meiner Erfahrung nicht. So, jetzt haben wir das erstmal so konfiguriert, wie wir es haben wollen. Jetzt können wir das vollständig machen. Da brauchen wir noch die Matriculation Number. Und das können Sie, wie gesagt, machen hier drauf und dann A klicken und dann nochmal auf diese grün markierte Fläche. Und dann machen Sie am besten einen Doppelklick und dann können Sie das editieren. Bisschen aufwendig, aber so ist es nun mal. Ich bevorzuge jetzt hier in der Schreibweise so eine Lower Camel Case Schreibweise für die Attribute. Da sind Sie im Prinzip beim fachlichen Datenmodell frei, wie Sie das machen. Jetzt müssen wir die inhaltliche Seite mal anschauen. Per Default setzt er hier die Multiplizitäten 0, 1. Das stimmt natürlich nicht. Also ein Student ist enrolled in einem Study Program und jedes Study Program kann beliebig viele Students haben. So, jetzt haben wir es richtig. Zwischendurch mal speichern. Jetzt haben wir die ersten beiden schon mal in Ordnung. Jetzt fügen wir mal die weiteren Klassen hinzu. Wir brauchen die Adresse. Wir brauchen den Clerk. Der Clerk hat eine Campus-ID als Attribut. Es gibt eine University. Und es gibt ein Registry System. So, der Student verhält sich zu Address wie? Erstmal so. Und ich würde sagen, das ist eine Composition. Und man kann sagen, jeder Student sollte tatsächlich genau eine Adresse haben. Jetzt habe ich die Sicht aufgemacht, die ich jetzt eigentlich nicht haben wollte, aber ich kann sie Ihnen dann auch direkt erklären. Das zeigt sozusagen die feine Detailsicht auf die Assoziation.
Und Sie sehen hier, das ist der Composition-Teil, also das Ende, was komponiert wird, also wo die Raute nicht ist. Dann machen wir hier aus der 0 eine 1. So, das heißt also, Min-Multiplicity ist 1 und Max ist auch 1. Dann haben wir genau eine Adresse für den Studenten. Dann haben wir eine Beziehung von dem Clark zu dem Student, indem er ihn nämlich anlegt. Kriege ich jetzt hier diesen grünen Pfeil? Ne, kriege ich diesmal nicht. Weiß ich auch nicht warum. Dann machen wir das so. So. Da kann man sagen, ein Clark legt beliebig viele Studenten an und ein Student wird angelegt durch 0 oder einen Clark. Denn im Normalfall wird sich ja der Student manuell, also selbst einschreiben. Gerade nicht manuell eingeschrieben werden, sondern sich selbst einschreiben. Dann kann man sagen, dass die University, das ist ein bisschen Glückssache, ob man diesen Pfeil kriegt. Jetzt habe ich ihn wieder nicht mehr. Also, dass die University den Clark beschäftigt. Machen wir das mal so. So, auch hier wieder würde ich sagen, das hätte ich eigentlich ganz gerne als eine Aggregationsbeziehung. Jetzt kann ich zweierlei machen. Ich kann es entweder löschen und neu machen. So, das ist jetzt das hier. So, jetzt habe ich da diese Beziehung. So, jeder Clark gehört zu einer University und eine University hat 1 bis n Clarks. So. Ich hätte auch wieder hier draufklicken können, so. Und dann hätte ich hier kann ich dann aus der Aggregation dann was anderes machen. Eine Composition, dann sieht es so aus. Oder wenn ich hier eine normale Association draus mache, sieht es so aus. Ich wollte aber die Aggregation haben. So, warum eine Aggregation? Weil ja die Sachbearbeiterin auch außerhalb der Universität existieren kann. Also da würde ich keine kaskadierende Löschbeziehung vermuten. So, und dann gehört auch das Registry System gehört zur Universität. Hier gehe ich mal davon aus, dass es eine Kompositionsbeziehung ist. So dass also das Registry System fest zur Universität gehört. So, ich könnte auch noch das ein bisschen ausweiten, indem ich sage, das Study Program muss ja in irgendeiner Form auch zur Universität gehören. Auch da würde man vielleicht eine Kompositionsbeziehung vermuten. Und man würde auch vermuten, dass eine Universität mal mindestens ein Studienprogramm, also einen Studiengang anbietet. So. Damit habe ich jetzt mal eine erste Version meines Datenmodells hergestellt und damit können wir, glaube ich, erstmal leben. Was habe ich Ihnen gezeigt? Ich habe das Beispiel, was wir als fachliches Glossar entwickelt haben, in ein fachliches Datenmodell überführt. Wir haben für jedes Geschäftsobjekt, für jeden Hauptbegriff sozusagen eine Klasse angelegt. Wir haben die Attribute den Klassen zugeordnet, haben jetzt mal erste Annahmen über den Typ der Attribute getroffen. Da zwingt uns hier im Moment die Modellierungssoftware zu. Das kriege ich bei Modelio nicht abgeschaltet. Sie müssten es eigentlich nicht zwingend machen. Es würde auch eigentlich genügen, einfach nur das Attribut da reinzuschreiben. Wie gesagt, das kann Modelio nicht. Und dann haben wir versucht, sinnvolle Beziehungen zwischen den einzelnen Klassen zu formulieren. Und wir sehen hier, dass wir normale Assoziationen verwendet haben. Wir haben eine Aggregation dabei und auch mehrere Kompositionsbeziehungen. Und Sie haben ein bisschen kennengelernt, wie man solche Beziehungstypen dazu einsetzen kann, um schon etwas mehr über diese Beziehungen auszusagen.